Sehr vielen Dank sein, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie frei uns war sehr, dass wir können wieder ein feines Video, wie sie hier von unserer kanadischen Natur hier im Nord-Ontario. Ich möchte das mal einmal sagen, ich sehe das alle in anderen Videos. Wir sind 3 Stunden hier im Norden vor. Klock 4 Samaria-Stunden meine frühen Zeit ab. Dann gehen wir hier im Norden ein paar feine Videos machen. Das ist bloß so schmack hier. Und sie hat sehr schön hier angehen. Hier ist kein Sand, hier sind bloß Steine. Das Wasser ist hier so klar, das kostet 10, 15 Meter tief im Wasser nennt sich. Das ist alles glatt. Dann sitzt du da festschwammen, das ist bloß sehr schmack hier. Euer ich angehen mit dem Video, möchte ich Ihnen fragen, ob ihr würde an dem Subscriber anklicken. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dort seid. Auch würden wir uns sehr freuen, wenn ihr an unseren WhatsApp würde die Nummer nehmen und uns vielleicht mal ein Video schicken oder vielleicht ein Bild schicken. Auch möchte ich Ihnen fragen, kurz am Anfang vom Video, ob ihr so gut würde wollen sein zu uns und für unsere Arbeit beten, dass wir ein Sehen sein, dass wir vielleicht noch gerne so eine Menschen von unseren plautdietschen Menschen, die nicht Christen sind, dass die möchten Jesus finden als ihrem persönlichen Heiland. Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere Menschen sich auch bekehren, dass die würden gerne ein neues Leben mit Gott anfangen. Weil es ist so wichtig, dass wir von dir anfangen, Jesus nachzufolgen. Dass wir von dir deine mit der Gabe, was er uns gegeben hat. Kijk mal, Brüder und Schwestern, wir haben so eine feine Gelegenheit von dir. Du kannst dir ein iPhone kaufen, du kannst dir ein Phone kaufen, du kannst dir ein Computer kaufen. Mit dieser Sache kannst du schlechte tun. Aber weißt du was, du kannst aber sehr viel gute Sachen mit der modernen Technik tun. Da sind so viele Menschen in der Welt, die nicht Mennoniten sind. So viele Menschen haben all diese Dinge. Und wenn du eins gelernt hast, diese Menschen in der Welt ein Zeugnis zu sein für Jesus. Würde das nicht Fan sein, wenn sich die Menschen bekehren würden, während du was Gutes für den anderen? Hör mal, wir haben nicht alle eine Gabe zum Stehen und vertalen für den TV oder für die Kamera. Und das ist okay. Wir brauchen Menschen, mein Bruder, sein Video gemacht hat, wo er mit dem Truck fährt. Die das eten führen. Und das ist, was wir auch brauchen, sind die Menschen. Und damit bekehren sich auch Menschen da wehen. Vielleicht nicht direkt, aber indirekt bekehren sich Menschen wehen so was. Weil von der brauchen wir die in unsere Kirche, dass wir keine Frau sein am Herrn, dass wir am keine Deine. So, wenn du eine Gelegenheit hast, auch in deine Kirche, dann tu doch da mitarbeiten. Vielleicht kannst du einen Chor haben da. Vielleicht kannst du eine Gruppe an zum Singen. Vielleicht kannst du eine Gruppe an zum Musik machen und Gott loben und preisen. Wir haben so viele Bengels und Mediales, die auf den Gassenraum gehen und fleckte Sachen machen. Kriegt es echt das echt abwaschen. Für mich wird keine Hoffnung nicht. Für meine 5 Brüder auch nicht. Aber Gott hat Hoffnung mit uns. Und er hat Gnade mit uns. Und er hat uns vorbereitet, am Amt zu dienen. Weißt du, wenn ich so Jugendliche auf den Gassenraum gehen und frech sein, ich sehe in etlichen Ländern gewesen, und ich wohne nicht sagen, welches Land das ist, dann sage ich, da 3 Bengels auf einen Bagger ramgehauen. Und der Bagger hat bloß 2 Räder. Eine Außen, 2 Räder. Dan hier die jongens daar op een gasraam. Hier de sigaretten, hier de bijarbeids. En schreeuwen ze en brullen. En je langs hem daar en laten den baggerraam kratsen. Weet je, ze staat daar veel mensen. Zo dat ik dat ook. Dat Jezus mij vond. En hij dat mijn leven veranderen. Nu dat ik mijn energie gebruiken om Goede te doen. Dat meint gar nicht, dat ik beter zie als du. No way. Ik heb vele zaken wat ik slecht doe. Ik doe vele zaken die ik niet recht. En ik vraag Jezus immer, wenn ich das Antwort dat wat Schlechtes tue, dat hij mir dat vergeven wordt, dat hij mir wat een leven met hem geven, so, dat ik die ook kan aanspannen, met ons te gaan. Weet je, wenn du daar in die Kali wonen des, wenn du so eine Bengels mal sitzt op een gasse, dat hij zich daar aan zich met de Fuß verkielen, oder da ein mit dem Draht ein eben Kopf übertragen, einen Jungen da jämmerlich so verkielen doen. Weet je wat, dat is niet goed. Zo'n Sachen moet we niet doen. De Welt kijkt van buiten wat doen die Kali des. Ons plautdeutsche Menschen, wir moeten mal was doen mit ons leven. Wir moeten mal froh sein und nicht bloß schlechte Sachen im Kopf haben. Krijgt es echt dat für so viele Jahre deed. Ich schmeiß mein Leben weg. Und Jesus sagt immer anklappen. Ich weiß das noch, als wir Evangelisation hatten. Dann deutet diese Prediger uns anladen, nach vorne zu kommen.
Ik weet dat eenmaal ik ook in zo'n verzameling ben. Mij deed zo weten. Ik wil niet nog verder gaan. Op een stem zegt, go. En dan moet niet het leven aanvangen. Ik deed dat niet. Ik schäme me zo afgeschämt zijn wegen mijn nobers. Nu zit je, nu kijk je naar je, ik word nog verder. Nu wil ik nog bekeren tot God. Weet je, ik schäme me voor mijn mensen, zo zeggen. Ik deed dat niet. En weet je, ik heb veel jaren daarvoor geleden. Nu wordt het time een beetje wechselen. Mijn vrouw en ik, je weet hier dat we veel reizen doen. En wie voelt zich dat immer zo, van ik je een beetje aangeven doe daarmee. Dat wil ik wat je doen gaan zo. Maar wanneer ik de geschichte vertaal met wat we reizen doen, dan weet je waar dat door in de wereld uitzit. En dan weet je ook een beetje wat we doen. We doen dat niet te pochen. We doen dat om die aansporen. Want God zegt, als mij gebruiken kan, dan kan hij allem gebruiken. Ik zie dat am allerwenigsten weet. Dat heb ik ook veel keer gezegd. Ik weet dat eenmaal dat we in Australië reizen. Australië is weit weg van hier. Wanneer we daar gaan vliegen, dan zijn we al 1,5 Stunden, ik geloof 2 Stunden maar 3 gevlogen. Dan zijn we al ramgevlogen naar de andere kant. En we gaan. En dat is ook een andere thema, daar weet je maar niet weten ingaan in dat thema. Op de wereld rond is het ook laat, dat ze mir alle krijgen doen. Jezus is mijn Heer en hij is in mijn hart, hij is mijn God. En dem daar ik dienen. Weet dat dan deed we daarvoor met een paar liedhuip. We voeren met de koor en we naar Nieuw-Zeeland gaan. In Nieuw-Zeeland deed we met een koor voeren met de liedhuip. Daar heb je ook een video gezien. En onze 2 teenagers zaten hingen. We zaten in de en de lied wat met ons voor deed ook te verre. De reisde met ons voor een ganze maand. Jeder avond een concert. Met een paar uitnomen. We deden niet jeder avond, maar we deden voor de tweede dag. En onze jongens, die hoekten en jaagden zich doorheen. We voeren met een missionsteam. Allerhöchste mal. We voeren met liedhuip wat predikers zijn. We zijn ook evangelisten, zou ik zeggen. We doen voor mensen aan te sporen Jezus na te volgen. We hebben onze 2 teenagers hingen in elkaar hokken en die kniepen zich door en die kielen zich door en die bieten zich door. En de ene, de rood is dol over de andere. En ik zei dan, jongens, zeg toch maar stil. Jongens, wil je toch niet zanken voor deze lied hier? Voor is het toch melig? Weet je wat, dan weet men aan jezelf, dol over in de kinderen, dat is de stadtijden. Dan zeg ik zu dem einen, du komm hier met die maathuip zetten en ik word door naar heen gegaan met die huip zetten. Dus dat hebben we gerest. Ik heb me veel keer geschämt. Maar weet je wat? Dat we de krijgt zijn bij ons zoals ik. Frekt zijn. Hoe immer niet alleen het weer frekt zijn. En wanneer die kinderen ertraat is, wanneer je met andere mensen in een ander land reizen is, je leeft, als staat nou even gezegd, is dat weer niet einfach. Aber nee. En prelen kost ook niet. Voor de andere mensen. We willen ja immer met andere mensen thuis. Dat we geen einfache Sache an die Kinder ertragen op een weg oder onderwegs te zijn. Einmal waren we in Australië. Nu wil ik maar in Australië gaan. Ik wil de geschichte eerst goed vertellen. Maar nu wil ik die vertellen. Dan had het missionsteam ons eine Nacht im Hotel gelaten. Dan wonen we niet bij mensen. Stel je voor, du bist nu al 7 weken onderwegs in 2 Länder. En du hast meest immer jede Nacht bij andere mensen gewoond. En du hast met deze mensen gereisd in deze programmen, deze muziekconcerten gegeven. En een zeugnis gegeven voor de mensen. Nu hocken we hier im Hotel, hebben we endlich mal een ruimte voor onszelf. Die had ons sogar 2 ruimtes gegeven. Een ruimte voor de jongensband en mijn vrouw en ik weer hier. Du weer een medal daar dazwischen. Du kannst aber gut gehen und die können auch gut gehen. Dann haben wir eine Medal da. Und unsere Jungs wären, ich glaube, 14 Jahre, 15. Endlich mal die Bands in der Stube, wir in dieser Stube. Klock 1 Nacht eins mal einmal der, was in Kracht hat, in unsere Oberstube. Meine Frau und ich sprangen beide den Bad raus und sagten, was wird dort dann bloß? Ich ran durch die Medal der nennen und checkte, als es ein Jungs in der Stube war. En onze jongens stonden ook bij het bad, ganz verbluft. Hij zei, jongens, wat is los? Weet je wat die gedaan hadden?
Der älteste Jung schleipt an das Fenster da. Und der jüngste schleipt in das andere Bad. Der älteste ging zum Banjo. Er ging naar de Toilette. Er ging zum Banjo. Und als mein ältester dann da am Banjo hockt, der Kleine, der Jüngste, der schreibt in sein Bad, und der da noch ein Wacht mit seinem ältesten Bruder zurückkommt. Und als der älteste Bruder einen halben Schluck in sein Bad dann kommt, dann liegt er da in Bad und einmal so, boah! Und als er das steht, der verfährt sich so ganz grülich, so, ja. Dem reißt es hart auf. Und er ist ein großer Jung, er schubst seinen kleinen Bruder dann mit allem Schwung in die Glaswand gehen. Die bitterste Wand, dass wir alles Glas, das brücht von boven bis unten, alles in Bitterchen, das drauf gedauert. Das wird wir durch hier deiden. Aber ich war sehr doll über meine Bengels. Wir können doch bloß sehen, dass sie dort eine Nacht einmal im Hotel das ganze Glas verbrechen. Weißt du was? Wie betolde das Glas dann auch? Als das passiert, das tut mein Hart sehr weh. Aber wenn ich nicht trete hätte, unsere Jungs, die wollen auch bloß ein bisschen Spaß machen, nicht? Dann gingen dort alle nach Damm, dann braucht das ganze Glas noch zwei. Wir sind Gott so dankbar dafür, dass unsere Jungs immer mit uns fahren. Dass in der ganzen Welt sind, die haben viele Länder gesehen. Und so hätte ich auch sagen möchte, unsere Jungs haben sich beide bekehrt. Die haben beide Jesus als ihren persönlichen Herrn angenommen. Aber so hätte ich auch gesagt habe, die tun viele Sachen, die uns auch nicht gefallen hat mit uns. Aber ich weiß, dass Gott kann unsere Kinder die Sünde vergeben. Er will unsere junge Menschen brauchen, um ein Zeugnis für Jesus zu sein. Und ich möchte die auch anspornen, wenn die Kinder nicht viele gute Sachen für sie tun, wenn die auch schlechte Sachen tun, was ihnen weiter. Bet für dich, Gott mit dir taub, dort versichert zu verstehen mit Gott seine Gnade. Wir brauchen Brüder und Schwestern, wir brauchen Jugend mit uns taub gehen, das Evangelium den Völkern mitteilen. So da werden sagen, wenn die für uns beten, wenn wir reisen tun, und Menschen anspornen, Jesus nur zu folgen. Es ist keine einfache Sache mit uns, für einen Monat oder zwei von Tüß weg zu sein. Aber wir haben dort nichts über zu klauen. Gott hat uns diese Gabe gegeben. Er hat uns berufen zu dieser Arbeit. Und wir wollen am Jesus Christus Lob, Ehre und Preis dafür geben. Am Danke dafür, dass wir die Gnade haben, für ihn als seine Kinder zu arbeiten. Nu habe ich das Video hier gesehen. In einer feine Gegend hier in Ontario. So eine schmucke Gegend. So eine schmucke Bilder. So eine schmucke Boote, so eine schmucke Steine. Weil wir doch unseren Gott dienen, weil wir doch andere Menschen mitteilen, was Jesus für uns getan hat. Danke, dass du das angeschaut hast. Wir wünschen dir und deine Familie auch weiter Gottes Segen und habt einen schönen Tag mit Jesus.